Zuallererstes kannst du mir vielleicht erzählen, was deine Aufgabe hier im Tierheim ist? Also ich bin hier als Hundepflegerin angestellt und seit 1.9. diesen Jahres auch als zweite Tierheimleitung. Also bedeutet, ich habe den Hundebereich mit meiner Kollegin unter mir sozusagen, mit unseren Hunden, wo es halt um die Versorgung, Pflege der Hunde geht, um die Vermittlung, um die Telefonate, die dazugehören, die E-Mails und so weiter. Und halt noch die Tierheimleitungsposition seit 1.9. Mein Bereich ist eigentlich hauptsächlich alles. Ich bin bei den Kleintieren tätig, ich bin bei den Hunden tätig, im Büro auch ab und zu, am seltensten bei den Katzen. Genau, aber ansonsten im Prinzip alles. Ich bin Auszubildende im Tierheim Mainz in der Fachrichtung Tierheim Tierpension. Genau, es gibt ja 3 Fachrichtungen bei den Tierpflegern. Das ist einmal Tierheim Tierpension, Forschung und Klinik und Zoo. Genau. Ich habe mich für die Fachrichtung Tierheim Tierpension entschieden. Also meine Aufgaben sind im Büro. Ich bin zuständig für Telefonate, Empfang der Interessenten, Beratungsgespräche am Telefon, Weiterleitung an die zuständigen Abteilungen, wenn es Fachfragen sind, wo ich nicht weiterhelfen kann. Ja, ich bin Tierphysiotherapeutin und bin als solche 1,5 Tage die Woche im Tierheim unterwegs. Und ja, da gehört alles dazu, von Reha-Betreuung, Seniorensport quasi, Massagen, also alles, was man sich unter Humanphysiotherapie vorstellt, quasi fürs Tier. Also ich bin zuständig für die Mitglieder jetzt aktuell, für alle neuen Mitglieder, mache da die Einführung, die Schnuppertage, bin da sozusagen Vermittlerin zwischen den Pflegerinnen und den Mitgliedern, organisiere Treffen, organisiere Arbeiten, wenn hier was anfällt und die Pflegerinnen Hilfe brauchen. Ich bin Gassigeherin, ich nehme das Podcast auf und habe einen Pflegehund zu Hause. Die Arbeit im Tierheim wird wahrscheinlich nicht so geregelt sein wie jetzt eine klassische Büroarbeit. Aber wenn du es jetzt trotzdem so mal zusammenfassen müsstest, wie sieht deine tägliche Arbeit hier aus? Die Hauptaufgaben sind natürlich reinigen und füttern, aber halt auch gucken, okay, zeigen die Tiere irgendwelche Auffälligkeiten gesundheitlich oder auch verhaltenstechnisch. Verhaltenstechnisch auch im besonderen Bezug auf die Hunde, aber auch bei den Kleintieren. Genau, und dann jeden Tag im Prinzip andere Specials. Also wenn es mal eine OP ist, die anfällt, wenn es mal eine Hühnervergesellschaftung ist oder andere Vergesellschaftungen. Aber die Hauptsachen wirklich tatsächlich reinigen, füttern, versorgen, medizinisch versorgen, Medikamente geben. Wir können es jetzt inzwischen auswendig, aber rein theoretisch kann man auf der Liste natürlich gucken, wer was bekommt, wer wie viel bekommt. Irgendwann weißt du halt aber, wer was bekommt.
Ja, du kannst aufs Kissen. Genau, super. Du hast eben gesagt, dass du mit den Tieren arbeitest. Trainierst du die dann? Also unterstützt du die Tierpfleger beim Sozialisieren der Tiere? Also mit Muffin habe ich ganz viel Physio gemacht. Bertha, jetzt zeigst du gleich mal, wie es hier ist im Tierheim. Mit Muffin habe ich ganz viel Physio gemacht. Die habe ich natürlich von Tag 1 sozialisiert, weil die mit 12 Wochen bei uns abgegeben wurde und dann direkt zu mir gezogen ist. Mit dem Tyrell war es so diese Vertrauensarbeit mit Menschen. Der Peanut zum Beispiel hatte eher Probleme mit anderen Hunden. Da habe ich da sehr viel gemacht. Aber sonst ist das Gassi-Gehen selbst ja auch Training, ne? Du hast ja schon eben erwähnt, dass du mit ca. 40 Hunden zusammenarbeitest hier im Tierheim. Gibt es da ein Lieblingstier? Ja, ich glaube, das kann niemand verleugnen. So den einen oder anderen Herzenspatienten hat man dann schon. Nichtsdestotrotz werden sie natürlich alle mit bestem Gewissen betreut. Aber dann gibt es schon so den einen oder anderen dazwischen, wo man sagt, da geht man gerne hin oder da freut man sich wirklich, wenn man noch 5 Minuten mit dem rumkaspern kann. Das gehört dann doch einfach auch dazu, um denen den Alltag ein bisschen schöner zu gestalten. Ja, also aktuell ist es die Kira hier, die Katze. Ich weiß nicht, also am Anfang fanden sie alle ein bisschen gruselig, weil sie halt auch angegriffen hat und deswegen hier ist. Aber irgendwie haben wir uns verstanden und wir mögen uns immer noch. Ja, ist halt nur leider mit schlechten Vermittlungschancen, aber ich kann sie nicht nehmen. Ja, deswegen die Kira und sonst, ja, gibt einige Katzen, die einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Ja, seien es die es nicht schaffen und dann hier leider gehen gelassen werden müssen oder die halt wirklich ausziehen können, von denen man vielleicht nie wieder was hört, aber von denen man weiß, dass man ein gutes Zuhause für die gefunden hat. Aber tatsächlich jetzt nicht so einen, der komplett rausstricht. Man hat bei den Hunden immer so einen, der so ein bisschen spezieller ist. Genau, und bei den Kleintieren halt hauptsächlich die Reptilien. Vor einem Jahr, das hat man vielleicht auch in den Medien ein bisschen mitgekriegt, wurden die am Hauptbahnhof von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil der Herr die bei Temperaturen im Oktober durch die Gegend getragen hat, offen, und die teilweise durch die Gegend geworfen hat. Genau, der Kleintierbereich ist halt nicht nur Kaninchen, Meerschweinchen und Co., sondern auch Hausgeflügel und Co. Wir haben mehrere Hühner, Warzenenten, Laufenten, halt alle, die im Prinzip hierher gekommen sind, weil sie ungewollt sind, zum Teil als Baby ausgesetzt gefunden, ja, oder halt sich herausgestellt haben als männlich und dann aussortiert worden sind. Gibt es Momente im Tierschutz, die dir einfach so in Erinnerung bleiben, dass du sagst, die haben dein Leben und deine Arbeit geprägt? Also es gibt definitiv den einen oder anderen Fall, an den man sich immer erinnert, also der auch nie aus dem Kopf verschwinden wird. Gerade wenn es verwahrloste Tiere sind zum Beispiel, die in einem super schlechten Gesundheitszustand hierher kommen. Wenn du natürlich hier den Aufbau wieder mitmachst, das heißt, der Hund entwickelt wieder Freude, Lebensfreude und so, das bleibt auf jeden Fall positiv, aber es gibt auch negative Seiten. Also ich hatte in meinen vergangenen Jahren in den diversen Tierheimen durchaus Fälle, wo man bis heute schon immer wieder drüber nachdenkt und die einem auch nach fast 20 Jahren Tierschutz oder Tierheim einfach nicht mehr aus dem Kopf rausgehen. Ja, also das war auf jeden Fall der Tyrell und auch der Muffin, aber beim Tyrell war es so, es war ein wirklicher Angsthund, der kam am 6.1. hier an mit seinen Geschwistern und im Gegensatz zu seinen anderen Geschwistern wollte er absolut nichts vom Menschen wissen. Das heißt, er wollte kein Futter von mir annehmen und ich habe mich dann wirklich die erste Zeit erstmal einfach nur in den Zwinger gesetzt, bis man irgendwann das Geschirr anziehen konnte und ich nach ein paar Monaten mit ihm raus konnte. Und das ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, weil er dann einfach mit mir irgendwann war wie ein normaler Hund. Wenn ich hier ans Tierheim und die Zusammenarbeit denke,
Fällt mir ein Hund ein zum Beispiel. Ja, der kam tatsächlich ins Tierheim mit 2 gerissenen Kreuzbändern und lief damit tatsächlich schon 2 Jahre lang. Der muss massive Schmerzen gehabt haben und die vorherigen Besitzer haben sich anscheinend ja nicht wirklich drum gekümmert. Das ist ein bisschen die Frage, warum. Aber einen jungen Hund mit so kaputten Knien zu sehen, die auch schon so hochgradig arthrotisch sind, der sein restliches Leben damit zu kämpfen hat, das tut einem schon irgendwo weh. Jeder Mensch hat ja mal gute und schlechte Tage. Gibt es aber Momente bei der Arbeit, bei denen du so sagst, genau dafür komme ich aber hierher, genau dafür arbeite ich hier im Tierheim? Also es sind tatsächlich nicht unbedingt schlechte Tage, sondern einfach schlechte Augenblicke. Also an einem Tag ist im Prinzip wie eine Achterbahnfahrt. Man kommt hier an und dann ist beispielsweise, man hat gestern eine schwer verletzte Taube aufgenommen, die jetzt über Nacht verstorben ist, was einen dann runterreißt. Aber im nächsten Moment passiert das mit dem Hund, wo man einfach, keine Ahnung, auf Wolke 7 im Prinzip geschossen wird. Ja, und dann beißt man bei einem anderen Hund auf Granit, wenn der jetzt gerade im Training einen Schritt zurückgefallen ist. Also es ist immer eine Achterbahnfahrt im Prinzip. Deswegen hier ist halt ein gutes Beispiel von einem Job, wo man immer sieht, warum man zur Arbeit kommt und für wen man das tut. Weil wenn man irgendwelche Aufträge erfüllt, weiß man nicht, was man tun soll. Da kann man vielleicht auch was schludrig lassen oder so, aber wenn man bei den Tieren arbeitet, dann macht man das für die und kommt dann auch gerne und überwindet sich dann auch, wenn es mal ein schlechter Tag ist. Also. Wenn hier ein Tier abgegeben werden muss und jetzt nicht unbedingt, weil der Besitzer das Tier nicht mehr haben möchte, dann ist das ja schon sehr emotional für euch, oder? Auf alle Fälle. Also es gibt welche, die geben ihre Tiere echt schweren Herzens ab, die weinen dann sehr viel oder versuchen dann nicht zu weinen. Aber da muss man natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und zu gucken, einfach zu sagen, tröstende Worte zu finden, auch aufbauende Worte. Dass wir es auch nicht, viele haben halt auch Angst und sagen, wir hätten dann ein schlechtes Bild über diese Menschen, was sie nicht haben, weil es gibt bestimmt immer irgendwelche triftigen Gründe, warum man ein Tier abgibt. Es gibt aber auch die anderen, die ihr Tier relativ leichtherzig abgeben und ohne mit einer Wimper zu zucken. Ja, da können wir halt natürlich, also wir sind dann neutral, wir erlauben uns auch kein Urteil, aber es gibt da schon richtige Unterschiede zwischen solchen Abgebern und solchen. Aber natürlich, man muss Empathie einfach zeigen. Wir hatten jetzt in der letzten Woche 2 wahrscheinlich trächtige Kaninchen, die wir von Parkplätzen sammeln mussten. Hunde, die bei uns am Zaun angebunden sind oder Hunde, die durch die Gegend laufen und nicht mehr abgeholt werden. Das ist in letzter Zeit häufiger passiert. Bei den Kleintieren und Katzen weiß man, dass das ja die einfachste Möglichkeit für manche Leute ist. Bei den Hunden ist es aber jetzt in der letzten Zeit deutlich mehr geworden und das ist 10-mal frustrierender als die Frau, die sagt, ich hab keine Lust mehr auf den Hund, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Genau, also der Elliot, der hier seine neue Freundin kennenlernt, wurde im Prinzip in einer Salatkiste gebracht, hat da drin wohl auch eine Zeit lang gewohnt. Ja, ist halt viel zu jung, der ist jetzt 4 Monate alt. Circa, wurde halt alleine gebracht, ohne Geschwister, ohne Mutter, da weiß man halt nicht, wo es herkommt. Du hast ja schon so gesagt, schwarze Tiere sind so deine Lieblinge und laut Umfragen geben fast 50% der Tierheime an, dass schwarze Tiere schwerer in der Vermittlung sind. Habt ihr dieselben Erfahrungen hier gemacht? Tatsächlich hatten wir in letzter Zeit relativ wenig schwarze Hunde. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben jetzt nicht das Riesenproblem, dass die Leute auf die Farbe sehr achten. Man merkt schon, alles was so ins Dunklere geht, also gestromt zum Teil oder halt schwarz,
hat es schon schwieriger, kriegt natürlich definitiv weniger Anfragen. Aber wir hatten auch schon das krasse Gegenbeispiel, dass wir hier einen weiß-hellbraunen Hund sitzen hatten, also überwiegend weiß, der völlig übersehen wurde. Obwohl es der tollste Kerl der Welt ist und der netteste Hund ist, aber der einfach tatsächlich übersehen wurde. Also wir haben regelmäßig Leute, die eine Mail schreiben und sagen, bitte keine Langhaare, bitte keine schwarzen Katzen, bitte keine so und so. Also die Wünsche zur Optik zur Katze sind schon da. Was mir eher auffällt, ist, dass viele Leute auch nach schwarzen Katzen fragen, eben weil sie die mögen und weil sie denken, dass sie schlechtere Vermittlungschancen haben. Und deswegen melden sie sich dann da nochmal mehr. Ja, das kommt hier ehrlich gesagt auch so ein bisschen etappenweise. Dann haben wir mal wieder mehrere schwarze Katzen und es meldet sich keiner und dann ziehen die alle innerhalb von ein paar Tagen / Wochen aus. Ja, ist also so ein bisschen schubweise auch. Und du hast ja schon erwähnt, ihr habt relativ viele Katzen hier jährlich. Wenn die dann aber miteinander verträglich sind, dann werden die schon zusammengehalten, oder? Genau, also wir versuchen schon, die auch miteinander zu vergesellschaften, aber manche kommen auch einfach zusammen. Wir haben hier wir sagen unsere Rentnergruppe, das sind alles Katzen, die sind über 10, die kamen zu 5. Die haben zu 5 zusammen gewohnt, dann saßen die hier auch immer noch zu 5, die sind jetzt momentan wegen Krankheit getrennt. Aber die zusammenkommen, die bleiben eigentlich auch hier zusammen. Also außer die verstehen sich wirklich nicht und schlagen sich die Köpfe ein. Corona ist ja über die letzten Jahre ein sehr, sehr großes Thema und ich gehe davon aus, dass ihr als Tierheim davon auch nicht verschont geblieben seid. Was für Erfahrungen habt ihr in der Corona-Zeit gemacht und mit diesen sogenannten Corona-Tieren jetzt auch? Ich glaube, bei uns waren recht wenige der typischen Corona-Hunde. Die Hunde, die bei uns abgegeben wurden, wurden wahrscheinlich auch während Corona angeschafft zum Teil, das kann gut sein, aber die meisten wurden tatsächlich abgegeben, gefühlt jedenfalls, so wie ich das mitbekommen habe, weil man sie nicht erzogen hat und sie dann einfach auffällig wurden. Aber die meisten waren, glaube ich, wirklich aufgrund von Überforderung dann am Ende abgegeben worden und nicht, weil man keine Zeit mehr hatte, sondern vielleicht, wenn man die Zeit einfach nicht genutzt hat, um den Hund ordentlich zu erziehen. Auf einer Seite positiv. Wir haben tatsächlich Erfahrungen durch Corona gemacht, die wir für uns in was Positives umgesetzt haben. Die Schließzeiten, die wir hatten, wo keine Besucher kommen durften, haben uns gezeigt, wie gut das vor allem den Hunden halt auch tut, dass nicht ständig jemand durch die Anlage läuft, also dass natürlich nicht ständig Besucherverkehr an den Hunden vorbeiläuft und die aufscheucht. Weshalb wir uns dafür entschieden haben, die Hundeanlagen auch dauerhaft geschlossen zu halten für Besucherverkehr und nur noch nach Termin oder nach Vorgespräch die Hunde zu zeigen. Das müssen wir definitiv sagen, was wir positiv rausgenommen haben. Trotz alledessen muss man halt auch die Negativseiten sehen. Die Hunde, die wir bekommen, sind definitiv deutlich unerzogener, weil auch die Trainer und Hundeschulen nicht arbeiten durften. Das sind alles überwiegend Hunde zwischen 1 und 2 Jahren, die hierher kommen, die einfach ein Rüpelverhalten zeigen, weil sie keine gute Sozialisierung erhalten haben und darauf halt natürlich unser Tierheim voll ist. Also die Vermittlung stagniert so ein bisschen. Jeder hat einen Hund inzwischen, sich durch Corona einfach angeschafft. Der Auslandshunde-Welpenboom hat natürlich sein Übriges getan. Und das merkt man leider schon. Also das ist definitiv die Negativseite des Ganzen. Lea ist 2016 geboren, hat schon mehr oder weniger ihr halbes Leben im Tierheim verbracht. Ist ein Australian Shepherd Border Collie Mix, also ein Hütehund, die gerne unterfordert ist. Also tatsächlich ganz typisch für die Arbeitsrasse, wirklich was tun möchte und muss, damit sie ausgelastet ist. Ja, Lea kam mit sehr undefinierbaren Spleens
wieder zurück vom letzten Besitzer. Sie ließ sich zum Beispiel überhaupt nicht am Kopf anfassen. Unter Schmerzmitteln wird das Ganze besser, mal gelahmt, mal nicht. Das MRT hat tatsächlich kein Ergebnis geliefert. Die Tierärzte waren da auch so ein bisschen ratlos und dann haben wir beschlossen, wir versuchen es einfach. Das war im Februar 2021. Ja, und seitdem kenne ich Lea tatsächlich und wenn es nicht gerade nasskalt ist, haben wir es auch hinbekommen, die Schmerzmittel abzusetzen. Dann kriegt sie allerhöchstens pflanzlich Traumel und Zehl, was echt gut funktioniert. Sie hat einen Riesenspaß damit, wenn man mit ihr arbeitet, also gerade Balanceübungen und sowas. Da ist sie echt sehr begeistert dabei. Typisch Arbeitsrasse, die wollen halt doch was lernen. Und ansonsten ja, sehen wir uns eigentlich einmal die Woche, im Wechsel immer mit Balance und Laufband. Und ansonsten kriegt sie noch ihre Massagen, dass ich sie einfach durchgucke und kontrolliere, ob wir irgendwo Blockaden haben. Eine Runde Entspannung für Lea. Quatschkopf. Du machst das gut. Genau, super. Wir haben ja eben schon mal den Auslandstierschutz erwähnt, welcher augenscheinlich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch gestiegen ist. Und man hört vieles Gutes, aber man hört auch einiges Schlechtes. Als Tierheim, wie wirkt sich der Auslandstierschutz auf euch aus? Also ich möchte jetzt den Auslandstierschutz nicht schlecht reden oder so. Der Auslandstierschutz ist gut gemacht, also richtig gemacht ist das eine super Aktion, auch Hunden, die sich im Ausland befinden, ein gutes Zuhause zu bieten. Es gibt aber auch durchaus Hunde, die wir hier auch schon hatten. Das waren 2 Stück, die sind Gott sei Dank auch vermittelt auf wundersame Weise. Die fanden es grauenhaft. Also die fanden den Menschenkontakt, fanden die scheiße. Die fanden es schrecklich, eingesperrt zu sein. Die haben die Nähe nicht gesucht. Die haben irgendwann verstanden, okay, von dir kriege ich Futter, du bringst mich raus, aber mehr brauche ich jetzt nicht und mehr brauchst du auch nicht von mir. Und es gibt aber auch Hunde, wo man, also ich habe selbst eine Hündin, die aus dem Ausland kommt, wo man sagt, okay, die hat an der Kette gelebt. Also wenn man der ein schönes Leben bereitet, ist natürlich super. Aber den Unterschied muss man machen und den muss man als Tierschützer im Ausland auch erstmal finden. Ich will den Auslandstierschutz nicht verteufeln. Gut gemachter Auslandstierschutz von vernünftigen Organisationen, die vorher prüfen, wie die Hunde sind und wie die Leute sind, ist absolut okay. Das Problem ist aber leider, haben wir die Erfahrung in letzter Zeit gemacht, es gibt immer mehr schwarze Schafe, also Organisationen, die ihre Hunde hier nach Deutschland reinkarren, wortwörtlich, also wirklich da 15 Hunde in Transporter stopfen, die hier verteilen und sich danach totstellen. Also wirklich die Leute, oft auch Anfänger, im Stich lassen. Also wirklich, die sind dann nicht mehr erreichbar, die bieten keine Hilfe mehr an. Der Hund liegt am Ende knurrend, beißend unterm Bett, weil er sich hier in der Welt einfach gar nicht zurechtfindet, in der Stadt, am besten noch irgendwo in der Innenstadt. Das haben wir in letzter Zeit leider sehr oft und ich kann auch guten Gewissens leider sagen, dass die Hälfte unserer Hunde aus dem Ausland ursprünglich kommt. Man liest ja immer mehr über sogenannte Problemhunde. Du hast ja schon erwähnt, dass du genau mit diesen Hunden auch arbeitest. Ist das jetzt was über die letzten Jahre mehr geworden ist oder war das eigentlich schon immer so? Also früher hat man viele Familienhunde gehabt, die dann, warum auch immer, abgegeben wurden. Mittlerweile, also jetzt im letzten Jahr, haben wir fast nur noch Hunde gekriegt, die auffällig sind. Und das merkt man auf jeden Fall. Also wir haben viele Hunde, die, sei es, wie gesagt, ängstlich, unsicher oder irgendwelche Auffälligkeiten haben, weil sie schon ihre Zähne eingesetzt haben. Das haben wir eigentlich fast nur noch, würde ich jetzt mal behaupten. Also bei mindestens 95% der Hunde, die aus dem Tierheim kommen, muss erstmal Zeit investiert werden und oft auch Nerven, um einfach die ganzen Grundsachen erstmal wieder aufzubauen. Ja. Betty! Betty, geh rein!
Wir haben ja eben schon mal über sogenannte Problemhunde geredet, die einfach Auffälligkeiten aufzeigen. Gibt es sowas im Kleintierbereich auch? Gibt es tatsächlich. Also vor allen Dingen auch werden die Tiere, die einzeln gehalten werden, die normalerweise halt nur als Pärchen oder als Gruppe normales Verhalten zeigen können, merkt man schon an, dass die alleine gehalten worden sind und dann halt auch ganz oft alleine also noch in anderer Art und Weise falsch gehalten werden, in kleinen Käfigen. Man merkt da schon Verhaltensauffälligkeiten Artgenossen gegenüber, aber auch so im täglichen so ein bisschen. Also nicht unbedingt eine Verschlossenheit an sich, aber dass die einfach so vom Grundtypus her anders sind, je nachdem, wie lange die das halt durchgemacht haben in dem Sinne. Genau, das ist unsere Royal. Die wurde als Einzelhaltungstier abgegeben, wurde unüberlegt angeschafft und ja, jetzt fehlt die Zeit. Genau, hier bei uns ist die noch alleine, weil wir keinen passenden Partner aktuell haben. Aber sie ist Menschen gegenüber, merkt man auch schon, dass sie sehr, sehr ruppig ist. Es geht tatsächlich bei vielen Kaninchen, wenn die einen Partner haben, geht das auch durchaus zurück. Ja, wir hoffen, einen Partner zu finden. Oder vielleicht kommen auch Leute, die auch nach einem Partnertier für ihr Einzelnes suchen. Genau. Wenn wir schon beim Thema Problemhunde sind, als jemand, der eben mit diesen Tieren arbeitet, gibt es Gründe für das Verhalten der Tiere und glaubst du, dass das Problem mit den Hunden weiter so bleibt über die nächsten Jahre oder denkst du, es wird besser? Ich befürchte leider, es bleibt so. Wir haben letztens erst auch mit den Kollegen drüber philosophiert, warum, wieso, weshalb. Viele Leute gehen inzwischen, wie auch in der Kindererziehung, die Richtung, naja, lasse mal machen. Wir machen mal keine Regeln, keine Grenzen, wir gucken mal, wo es hinführt. Das Problem ist, genauso wie bei Kindern, brauchen Hunde Rahmen. Die brauchen Grenzen, die brauchen Regeln, um sich entwickeln zu können. Wenn die so ein bisschen lost sind, so verloren und eigentlich nicht wissen, soll ich mich jetzt anschließen, darf ich das alleine entscheiden, dann entwickelt sich Fehlverhalten. Und dieses Fehlverhalten, wenn das mal etabliert ist, wieder zurückzuschrauben und zu sagen, Gott, jetzt brauche ich einen Trainer und wir müssen es ganz schnell wieder zurückarbeiten, ist ein riesengroßes Problem bei vielen Hunden, je nach Rasse natürlich auch. Hier das typische Beispiel, sie wurde angeschafft von einem Massenvermehrer mit 30 Hunden, wurde freitags angeschafft, dienstags bei uns abgegeben. Obwohl ein Zweithund vorhanden war, dachte man sich, der 12 Wochen alte Welpe könnte ja alleine bleiben, man könnte den ganzen Tag arbeiten gehen. Das ist natürlich etwas, ja, so eine unüberlegte Anschaffung, dann auch noch von einem Massenvermehrer. An ihrem Verhalten merkt man schon allein bei der Genetik, dass da nicht drauf geachtet wurde, welche Hunde vermehrt werden. Und leider Gottes ist es ja wirklich mittlerweile so, dass die Leute sich Hunde aus dem Internet anschaffen, weil die Hunde aus dem Internet leichter zu kriegen sind als die Tierschutzhunde und vermeintlich auch einfacher zu erziehen sind oder wie auch immer. Das Thema Listenhunde ist scheinbar in den letzten Jahren sehr gestiegen. Und als jemand, der mit diesen Hunden auch arbeitet, tagtäglich, welche Erfahrungen hast du mit den Tieren gemacht? Das ist angestiegen, definitiv. Aktuell sind wir Gott sei Dank von dem ein bisschen verschont, weil wir bei vielen Listenhunden tatsächlich in letzter Zeit, die sind nicht gefährlich. Also da ist der Schäferhund, der aus
keine Ahnung, Hysterie um sich beißt, ist gefährlicher als ein Listenhund. Also wir haben hier einen Staff sitzen, das ist ein Schaf. Deswegen, die Listenhunde haben teilweise eine bessere Vermittlungsquote als die gefährlichen Hunde. Ne? Deswegen sind wir aktuell, was das Listenhund-Thema angeht, ganz gut verschont, wobei man merkt, dass die Leute sich trotzdem halt da keine Gedanken oder dass es den Leuten einfach Schnurz ist. Die Liste, so wie sie geführt wird, ist völligster Schwachsinn. A, ist sie nicht bundeseinheitlich, also sie ist überall anders. Ne? Welche haben sie gar nicht, andere haben die Rassen draufstehen, die nächsten wieder die Rassen draufstehen, was totaler Schwachsinn ist. Also ich gehe von Rheinland-Pfalz über die Brücke nach Wiesbaden rüber und stehe in Wiesbaden und habe einen gefährlichen Rottweiler an der Leine und gehe wieder nach Mainz rüber und habe den netten Rottweiler. Das ist totaler Schwachsinn. Natürlich muss man dazu sagen, ich kenne es aus eigener Erfahrung, mein Rüde ist kein einfacher Hund. Trotz alledessen sage ich, das sind genauso Hunde wie alle anderen. Aber, und das ist natürlich ein riesengroßer Punkt, es sind und bleiben Terrier. Die meisten davon, der Pitbull sowie der Staff und auch der Staffordshire Bull Terrier, es sind Terrier. Und die haben natürlich mehr Power, die sind schneller im Frust, die sind schneller dabei, die sind schneller in Bewegungsreizen und so weiter. Das ist aber mit einem Jack Russell nicht anders. Und das muss man einfach ganz klar differenzieren. Und dahingehend sage ich definitiv, dass es auf jeden Fall, die Liste müsste weg, das auf jeden Fall. Aber, und da kommt das große Aber, die Halter müssten trotzdem mehr drauf geschult werden. Also sprich, jeder, der sich das erste Mal einen Hund holt, müsste kontrolliert werden, ob er denn mit einer gewissen Rasse überhaupt zusammenpasst. Weil auch aus einem Malinois kann ich die gefährlichste Waffe machen, wenn ich wollen würde. Ja, genauso wie aus meinem Staff. Ja, da könnte ich auch, wenn ich dem sage, wenn ich den immer wieder darauf strieze, Menschen doof zu finden, dann findet er Menschen doof. Das ist beim Mali so, das ist beim Labrador so, das ist bei jeglicher anderen Rasse durchaus so. Trotz alledessen haben die Listis es natürlich dadurch, dass halt Rasselisten da sind, die Vermittlung ist schwieriger, weil die Leute natürlich stellenweise die hohen Kosten nicht tragen möchten einfach auch. Dann vielen sind die Auflagen zum Beispiel in Rheinland-Pfalz zu doof, mit ständig Maulkorb und Leine nur spazieren zu gehen. Aber dass wir jetzt tendenziell sagen, die Listis sind die gefährlicheren hier, auf gar keinen Fall. Also alle anderen Rassen, die wir hier haben, sind deutlich gefährlicher als unsere Listis. Ja, Amani ist 2018 geboren, ist bei uns abgegeben worden als Mischling, angeblich Boxer-Dobermann. Wir denken schon, dass da wahrscheinlich irgendwas Molosser-artiges drin ist. Er ist zwar 4, aber er benimmt sich wie 1. Ist auch ein Menschen gegenüber super freundlicher, aufgeschlossener, anhänglicher, lernwilliger Hund, der aber halt noch viel Flausen im Kopf hat. Also der will kaspern, der will lernen, der will spielen. Und ja, was bei ihm aber da tatsächlich ein Problem in Anführungszeichen ist, dass er mit anderen Hunden durchaus nicht so kompatibel ist. Er schirmt gerne seine Menschen ab und will sie für sich vereinnahmen und findet dann andere Hunde doof. Er ist prinzipiell nicht unverträglich, solange die anderen Hunde von seinem Menschen wegbleiben, sage ich mal. Der Begriff Langzeitinsassen, den hört man ja leider immer häufiger. Gibt es bei euch Tiere, wo ihr sagt, ihr habt wirklich Bedenken, dass die vielleicht niemals vermittelt werden, auch wenn es vielleicht gar keinen Grund dafür gibt? Absolut. Also wir haben einige von Hunden, bei denen ich mir denke, warum sind sie noch da? Wir hatten jetzt zum Beispiel die Shirin, die ist jetzt glücklicherweise auch gerade vermittelt. Dann haben wir den Mikey. Der Mikey ist ein
ganz besonderer Hund, der wirklich Menschen mit Erfahrung, also nicht nur Menschen mit Erfahrung, absolute Profis braucht. Der ist leider auch immer noch da. Das ist auch einer der Hunde, bei denen man sich denkt, die werden wahrscheinlich auch mal hier enden. Also eigentlich hoffen wir alle für jedes Tier, dass jedes Tier hier ein Zuhause findet. Wir sind aber auch Realisten. Also wir wissen ganz genau, dass es bestimmt nicht viele, aber einige oder ja, 3, 4 Tiere gibt, wo wir sagen, da werden wir niemanden finden. Mit der Charaktereigenschaft, mit den Auffälligkeiten wird es keinen geben. Also das wäre wirklich wie die Nadel im Heuhaufen, sowas zu finden. Und es sind halt auch meistens dann die Hunde, ja. Ja, also King kam zu uns. Im Grunde hat uns ein Herr angerufen, der aus diesem Hochwassergebiet kam, zu der Zeit dort lebte und ja, nicht wusste, wohin mit King. Seine Eltern konnten sich altersbedingt nicht mehr um ihn kümmern und so hat er bei uns angefragt, ob wir King nehmen können. Das war im Sommer letzten Jahres. Ja, so kam King dann zu uns, leider in einem nicht so sonderlich schönen Zustand. King ist im Februar 2019 geboren und wirkt aber schon wie ein 10-jähriger Hund im Grunde. Es hat sich hier dann auch herausgestellt, dass er beidseits die Kreuzbänder angerissen hat, sodass wir ihn jetzt im Sommer, also im Frühjahr hatte er die erste OP, jetzt vor 10 Tagen hatte er die zweite OP auf der anderen Seite. In der Hoffnung, dass er dann zumindest besser laufen kann. Es war eine ganze Zeit lang so, dass King fast nicht alleine aufstehen konnte, sodass wir ihm hinten helfen mussten, überhaupt hochzukommen. King ist für einen Kangal eine super treue Seele. Also wirklich mit Menschen total freundlich, mit anderen Hunden freundlich. Einfach ein Riesenschmuse-Baby. Trotz alledessen, man sieht es ihm ja auch so ein bisschen an. Er ist nicht der Dickste, er hat ein bisschen Probleme mit dem Muskelaufbau und er war auch schon bei vielen Tierärzten, um es untersuchen zu lassen. Und auch da sind wir natürlich jetzt, wenn sein Bein wieder verheilt ist, auf der Suche noch nach weiteren Gründen, warum er manchmal nicht fressen möchte, warum er nicht zunimmt und so weiter. Also es ist noch ein langer Weg, bis wir vielleicht sagen können, ob er irgendeine weitere Problematik noch hat. Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, bei dem Leute drüber nachdenken würden, bevor sie sich ein Tier zulegen? Im Prinzip sollte man sich am meisten über die Konsequenzen Gedanken machen, die im Prinzip nicht nur die Haltung an sich mit sich zieht. Also wenn ich mir einen Hund hole, habe ich diesen artgerecht zu beschäftigen, habe ich den tierärztlich versorgen zu lassen, habe ich den zu füttern. Aber was ist, wenn irgendwas nicht funktioniert? Was ist, wenn der Hund in bestimmten Situationen seine Zähne einsetzt? Bin ich bereit, Training mit dem aufzunehmen? Das sind alles Konsequenzen, über die man nachdenken muss. Auch bei einem Kleintier. Ich hole mir 2 Tiere, eins verstirbt, das Tier soll nicht alleine bleiben. Was ist dann? Das ist alles im Prinzip so eine Kette, die man schon so ein bisschen durchdenken sollte. Also tatsächlich nicht nur die Anschaffung, sondern auch diese Was-ist-wenn-Situation. Weil Was-ist-wenn können nicht immer Tierheime sein. Also ich sehe das direkt bei den kleinen Tieren, muss ich sagen. Ja, bei den Hunden, Katzen nicht so, bei den kleinen Tieren. Wir haben gewisse Anforderungen bei der Vermittlung, gerade was die Haltung der Kaninchen betrifft, zum Beispiel die Größe des Käfigs. Wir vermitteln nicht eine reine Käfighaltung, sondern die müssen Freilauf dabei haben, der wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. Das verstehen viele Leute nicht. Die kennen einfach nur die Käfige und da hält man die Kaninchen drin. Man muss auch sagen, dass aber auch die Fachmärkte genau diese Käfige verkaufen, die eigentlich nicht konform mit der Haltungsbedingung sind. Da ist es halt, die klären die Leute einfach nicht auf, die wollen einfach nur verkaufen. Und wir sagen halt, wir vermitteln halt kein Kaninchen in eine reine Käfighaltung. Wir hatten gerade vor 3 Tagen jemand da, der wollte Wellensittiche haben für seine Tochter, wo kein Problem ist. Er hat auch gesagt, er hat alles schon zu Hause und er holt alles und kam jetzt gestern mit dem Käfig an und wollte die Wellensittiche abholen.
Wir haben gedacht, naja, das ist der Transportkäfig, den er dabei hat. Und er sagte, nein, das ist der Käfig für zu Hause. Der war halt viel zu klein für 2 Wellensittiche. Und dann haben wir gesagt, nein, wir haben den Mann wieder heimgeschickt. Haben gesagt, die und die Maße muss der Käfig mindestens haben. Sie können gerne die Tage wieder kommen mit dem richtigen Käfig und können die Tiere abholen. Holen Sie sich den Käfig nicht, kriegen Sie keine Tiere von uns. Das Problem ist, diese Menschen gehen dann einfach in Tiermärkte, wo es noch Tiere zu kaufen gibt und kaufen sich da die Tiere, weil die interessiert es nicht, wie groß der Käfig ist. Ob das Tier Freiflug hat beim Wellensittich oder ob das Kaninchen Auslauf hat, die verkaufen einfach. Ira, die ja hier als freiwillige Mitarbeiterin hilft, ist ja wahrscheinlich das perfekte Beispiel, dass freiwillige Helfer einfach eine große Unterstützung für Tierheime sind, oder? Auf jeden Fall. Also es ist definitiv so, dass wir natürlich auch da immer wieder gerne aufrufen, dass wir Hilfe beim Saubermachen bei den Hunden brauchen. Vielleicht auch mal Leute, die Tierarztfahrten für uns unternehmen. Bei den Kleintieren auch mal helfen, sauber machen. Vielleicht auch mal wirklich sich dann einbringen wollen mit dem Päppeln von den Wildtieren oder von Aufzuchtstieren. Da freuen wir uns immer. Also da hapert es tatsächlich leider noch so ein bisschen. Da wäre es schön, wenn wir da einfach noch ein paar mehr helfende Hände bekommen. Gerade Wochenends ist bei uns immer sehr eng. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Also Gassigeher können wir momentan tatsächlich aktuell ausschließlich sehr erfahrene Leute nehmen, weil Anfänger haben wir tatsächlich genug, da haben wir aber auch nicht so viele Hunde für. Deswegen sind wir da im Moment so ein bisschen am Bremsen, sage ich jetzt mal, außer es sind wirklich auch mal Männer, die unsere Großen auch mal nehmen können oder halt auch wirklich schon Erfahrung haben. Im Moment geht es eher so um dieses, ich sag mal, Alltägliche, ne? Dieses mal mit Saubermachen, mal Tierarztfahrten und sowas. Ich würde Leuten, die überlegen, sich im Tierschutz zu betätigen, auf den Weg geben, seid nicht schüchtern, fragt nach, wo kann man helfen. Man kann eigentlich immer eine helfende Hand gebrauchen. Man muss nur seine Stimme erheben und muss sagen, hier, ich möchte einen Hund ausführen, habt ihr da was? Ich möchte unbedingt bei den Kleintieren helfen, habt ihr da was? Also Nachfragen kostet nicht, macht den Mund auf und genau, fragt nach, irgendwo haben wir immer ein Plätzchen frei.